Ja, auch wenn wir im Unternehmen ja immer noch gerne von neuer Verwaltung sprechen, ist das Gebäude nun auch schon mehr als ein Vierteljahrhundert alt. Entsprechend alt sind auch die Geräte und entsprechend hat sich die Technik im Laufe der Jahre auch weiterentwickelt. Es war also Handlungsbedarf gegeben. Und was macht man dann, wenn man Hersteller in so einem Bereich ist? Man guckt natürlich, wie hat man sich selber auch in den letzten 25 Jahren entwickelt und was können wir heute besser als damals? Und das wollten wir natürlich gerne zeigen. Unser Verwaltungsgebäude wurde im Jahre 2000 fertiggestellt und bezogen. Er streckt sich inklusive Keller über 5 Etagen. Darin arbeiten aktuell ca. 230 Mitarbeiter auf einer Bruttogrundfläche von ca. 5.300 Quadratmetern. Also der erste Impuls war generell, dass der Kaltwassersatz der Verwaltung immer wieder Probleme gemacht hat. Also es war im Sommer immer wieder schwierig, das Gebäude vernünftig temperieren zu können. Und das war wirklich so der erste Impuls, wo dann daraus die Aufgabe entstanden ist, sich mit dem Gebäude näher zu befassen und mal näher auszuloten, was man machen könnte. Die größte Schwierigkeit war, dass wir das ganze Projekt im laufenden Betrieb umsetzen mussten. Also die 230 Mitarbeiter, die im Gebäude arbeiten, komplett auszuquartieren, war eben ausgeschlossen. Das wäre mit zu viel Aufwand verbunden gewesen. Dafür haben wir dann letztendlich das Gebäude in 8 Abschnitte eingeteilt und diese Abschnitte dann nach und nach durchgeführt. Um mal ein Beispiel zu nennen, der Abschnitt 4 im 2. Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes war so der größte und schwierigste Abschnitt. Da mussten wir in 3 Wochen 54 Innengeräte austauschen, haben knapp 150 Meter Rundrohr unter der Decke verlegt und knapp 3,5 Kilometer Netzwerkkabel gezogen. Entscheidend ist das perfekte Zusammenspiel aus Platz, Leistung und Geräuschkulisse. Gerade im Bestand sind das natürlich die größten Herausforderungen. Auf der Erzeugerseite sehen wir 6K Klimawärmepumpen. Eingesetzt als 2 Dreierkaskaden für einen redundanten Heiz- und Kühlbetrieb oder gleichzeitiges Heizen und Kühlen in Übergangsjahreszeiten. Für die Frischluft sorgt je Etage ein K-Kompakt KG, unser Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Die konditionierte Luft strömt über unauffällig beschichtete Rundrohre in die Büros. Über Überströmelemente gelangt die Abluft wieder in den Flurbereich, von wo sie über das vorhandene System zurück ins Lüftungsgerät geht. Die Beheizung und Kühlung übernehmen unsere PowerCon LT, maßgeschneidert für die vorhandene Brüstungsverkleidung. Hier konnten wir die alten Aufhängepunkte der Vencons und der statischen Konvektoren wieder nutzen und den PowerCon LT passend konstruieren. Also, die alte Gasheizung ist raus. Nun arbeiten K-Klimawärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln. Ja, Systemanbieter heißt für mich erstmal, dass man eine Vielzahl von guten Einzelkomponenten hat, die man dann ideal aufeinander abgestimmt einsetzen kann. Und die Abstimmung untereinander ist für mich die Regelungstechnik, die agiert als Klammer. Und gerade unser neues Regelkonzept, K-Control MC, ist dafür, finde ich, hervorragend geeignet. Was mir besonders an unserer Lösung gefällt, ist, dass wir tatsächlich das, was wir in den letzten Jahren entwickelt haben, auch eingesetzt haben. Wir sind auf der Feldebene mit unseren Boards unterwegs, die mit CAN-Bus kommunizieren. Wir geben dann von Raum zu Raum bis zur jeweiligen Etage über Modbus TCP an den System Controller unsere Daten weiter und vom System Controller dann an die übergeordnete GLT, die dann Backnet spricht. Und wir haben es eben geschafft, durch den Einsatz unseres System Controllers die Datenpunkte um den Faktor 10 zu reduzieren. Und das ist tatsächlich viel Geld, was wir haben sparen können. Um eine Hausnummer zu nennen, wir haben ca. 50.000 € durch die Reduktion der Datenpunkte für uns einsparen können. Weil Datenpunkte kosten Geld. Wenn wir genau mein Klima als unseren Claim benutzen, dann soll das natürlich auch für das Raumklima an unseren Arbeitsplätzen gelten, weil wir es mit guten Produkten ausgerüstet haben und weil wir ja auch wissen, dass ein Großteil der Energiewende in Deutschland sich auf Sanierung des Bestands konzentrieren muss. Und das gilt nicht nur für Wohngebäude, das gilt auch für
gewerbliche für Büroimmobilien. Und da haben wir eine Referenz geschaffen, wo wir Leuten, unseren Kunden zeigen können, wie man es richtig macht. Das ist, glaube ich, ein echter Gewinn.